Guten Morgen. Welke over met Leuten nummer 66. Nummer 66. Freue dich, wenn dein König naht, mach deine Tore weit, an Gnade reich und der Altar der Herrlichkeit, der Herrlichkeit, der Herr, der Herr, der Herrlichkeit. Freue dich, Welt, es siegt der Herr. Nun rauscht froh dein Sang, von Feld und Flur, von Berg und Meer. Der Schall der Jubelklang, der Schall der Jubelklang, der Schall der Jubelklang. Tag bricht herein, der Herrgott, vorbei der Menschheit Macht, sein Zepter ist Gerechtigkeit und Liebe seine Macht, und Liebe seine Macht, und Liebe seine Macht. Morgen Sola. Det var rosh för mig. Jag hade nästan gedacht att det funderar på mig. Hos Chris har vi en besonders Fehr, ne? In Port, was ich gestern lesen dort, das sagt, wann habe ich Gott jemals Ruhe gegeben, oder wann habe ich ihm irgendwo gegeben, wann habe ich heute ans irgendwo gegeben, dass wir ihm das geben sollen. So Gott, das ist einer, der weiß sich allein, ne? Das ist groß. Und der läuft zu uns, dass er den Weg aufgemerkt hat, dass wir dürfen gerat sein. Und das ist wirklich was Großes, ne? In einer anderen Vers, der sagt, wir wollen einen Tag für am Rechenschaft auf jeden Fall, was wir tun haben, ne? So, das sind Gedanken, wo ich mir gedacht habe, den großen Gott, was wir haben, das Fehrreich, was wir haben, seine Kinder zu sein. Und dort haben wir aber einen Tag, was für Rechenschaft tragen, dass wir eine Rechenschaft auf jeden Fall uns. Das soll uns eben eine Weile besorgt merken, ne? Dass wir mit viel ernster sein, tun, so gut als wir wollten. Noch eins, die Bibel lesen, wenn wir wollen, verändert worden oder mehr so worden als Gott, dann braucht es, dass wir eine Schrift lesen. Ne? Ich möchte ein klein bisschen vergleichen mit einem Kind, das eine Schule geht. Dort hat vielmals eine Schularbeit mit einem Haus. Dort redet nicht so an das Buch oder was immer der mit einem Haus hat, dort bis einmal etwas zu lesen, sondern dort braucht, dass er lernen und dass er üben darf. Und das ist, glaube ich, was das brauchen wird, wenn wir die Bibel lesen. Ne? Dass wir uns mit dort beschäftigen, dass wir dort Tisch wollen und dass wir durch den Tag über dort denken. Ne? Dann kann Gott uns wirklich verändern. Und wie kann sie wollen als heute? Und das ist ein Segen. Wir uns halten eigentlich beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dürfen hier sein, für diese Gelegenheit hier zu sein. Und Gott, du bist groß.
du bist nicht abhängig von uns, aber danach hat sie die Läufe, dass du war ich aufgemerkt hast, dass wir da in Rat sind, von unseren Sinn. Und wir danken dir so, Herr. Wir freuen, dass wir das machen, wichtig nehmen und dann zu denken, dass ein Tag, wo wir für die sind, wir wollen Rechenschaft aufgeben für das, was wir getan haben. Wir machen uns dort besorgt mehr und dass wir die mit Frieden dahin tun. Wir freuen uns den Segen und für die Anleitung für diese Stunde hier. Amen. Dankeschön. Nummer 68. Nummer 68. Lob Gott, ihr Christen, auch zugleich vor seinem höchsten Thron. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn. Ihr schießt er aus seinem Bereich und schenkt uns seinen Sohn. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn. Lobt und an des Paradieses Tor. Lobt und preiset ihn mit vollem Chor, Halleluja. Der Sohn kommt aus des Vaters Schoß, sein Heiland und zu sein. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn. Legt ab sein Kind ein Arm und bloß sich in die Krippe hinein. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn. Lobt und uns ist aufgetan des Paradieses Tor, Halleluja. Lobt und preiset ihn mit vollem Chor, Halleluja. Gott sendet ihn vom Himmel, zerrt das Safi zu herein. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn. Denn Volk soll jedes Volk der Welt durch ihn gesegnet sein. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn. Lobt und uns ist aufgetan des Paradieses Tor, Halleluja. Lobt und preiset ihn mit vollem Chor, Halleluja. Heute ist des Paradieses Tor uns wieder aufgetan. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn. Der Georg steht nicht mehr davor und kommt und betet an. Lobet ihn für seine Liebe, lobet ihn. Lobt und uns ist aufgetan des Paradieses Tor, Halleluja. Lobt und preiset ihn mit vollem Chor, Halleluja. Nummer 51. O sing von dem göttlichen Strom, des Wassers im Donner und schläft, viel süßer Honig und Wein, du Friede von Gott habst mein Herz, Strom der Friede mir bringt, war ich still.
Jesus hat Stille gemacht, der Sünden gestürmt durch sein Wort. Das Wasser des Lebens sich trägt, das fließt aus dem himmlischen Ort. Strom der Frieden mir bringt, mag es still mich und Tag. Geist als Seele jetzt trägt, steht sein fertiges Teil. Der Strom, der den Frieden mir bracht, ward in mir lebendiger Quell. Sein Wahrheit verscheucht alle Nacht, macht in mir untobliches Heil. Strom der Frieden mir bringt, mag es still mich und stark. Geist als Seele jetzt trägt, steht sein fertiges Guten Morgen, liebe Versammlung. Ich wünsche jeder einen besonders diesen Strom von Frieden. Schein uns zu sehen, nicht so jetzt schein. Den Herrn loben und preisen für seine große Liebe. Ja, mochte Gnade nicht jeder einen sein. Wir sagen uns das erste Lied, macht die Tore weit. So, ich heiße jeder einen herzlich willkommen von dir, diesen ersten Adventssonntag, was wir von dir feiern da. Psalm 24 sagt, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Erden einziehe. Wer ist derselbe König der Erden? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Erden einziehe. Wer ist derselbe König der Erden? Es ist der Herr Zebaoth, es ist der König der Erden. Das König, weil nein von dir. Das König, der klappt an von dir. Von diesem König werden wir uns von dir sein, was er will sein. Durch sein Wort von dir zu uns. Eine schöne Gelegenheit, uns einmal wieder taub zu treffen, nicht so, und in sein Wort zu kommen. Sein, was er will von uns fordern wird, was sein Willen ist. Und er blättert sich dann ein bisschen Hand rein, denkt ein bisschen durch die Welt nun, was ist Gott zu bringen. Und mir kommt hier von dir an, mir ankert hier, dass Gott mir anleiten wird, dort in in Gebet immer weiter durch sein, dass der Herr muss besonders durch einreden, was sein Wunsch ist. Ich kann mich von dir auf ein Thema, wo du sagst, Gott im Sehen, und dann noch Gott im Geist erkennen. Dort ist ein großes Thema, wir wollen bloß ein bisschen von dir anhören von dir. Und Gott im Geist zu erkennen, in Sehen zu erkennen, das sind Dinge, die uns Menschen schwer fühlen, wenn es ein Geist, den können wir nicht sein, der ist ansichtbar, nicht so. So, das ist, wo wir uns von der wollen hier ein bisschen anschauen. So, Gott ist Geist. Und wenn wir das erkennen, dann, was für ein großer Gott wir haben, das wir hier in Deutschland, wir haben einen großen Gott. So, dann ist es einmal wahr, dass wir uns wollen verankommen, so wie wir sind. Er sagt immer wahr, komm zu mir. So, Gott hat braucht die zweite Person, und das ist Jesus Christus. Wenn von der gehen und die Gottheit denken, dann Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dort werden wir uns hier ein bisschen betrachten und ein bisschen tot nehmen. So, und heute braucht Jesus die zweite Person, die Tod. Eine Ursache, wo Jesus auf die Erde kam, dort wir uns Gott zu offenbaren. Wir wollen drehen nun Matthäus auf, Vers 27.
Sagt es das. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, denn nur der Sohn. Und wem es der Sohn will offenbaren. So hier sagt es, keiner kennt den Führer aus der Sehne und der Sehne aus der Führer. Aber weißt du, was mir hier besonders wertvoll wie hier so, wo ich besonders umstumm blieb, wie hier kriegt das letzte Point, von wo es sein wird, und wem der Sohn will offenbaren. Na, was kriegen wir das? Wem will der offenbaren? Na, hier führt das nächste Vers an, wenn ich sage, kommt her zu mir alle. Er will in jeder einen offenbaren. Da wird das du für jeder einen. Und er sagt immer weiter, kommt her zu mir alle. Jesus sagt, komm auf die Welt, um in jeder einen offenbaren, wer sein Führer wird. Und in jeder sein Hort wird geklappt. Und du wirst immer weiter geklappt, und viele nehmen das nicht an. Und es sagt, ihr kommt nämlich alle, du brauchst keiner übrigen, sagt es. Ich will mir meinen Führer offenbaren, kommt nämlich. In dem, was Jesus erkannt, wie Gott seine Eigenschaften. Alle Dinge, was Gott schaffen hat. Alle, was Gott von dir mit den Menschen mit zu tun hat. Du erkennst auch, was Gott in jeder einen geben will, wenn wir diesen Jesus kennen. Und dort werden wir drehen nur Johannes. Johannes 17, Vers 3. Das ist ein von denen, wo sehr viel fängt. Ich habe hier ein bisschen abgeschrieben. So Johannes Kapitel 17, Vers 3 sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sich dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Was sagt er? Dort ist das ewige Leben wohnt. Dort die allein wahrer Gott geben ist. Und dort du durch diesen wahren Gott, den einzigen Gott, erkennen kannst, dort ist das ewige Leben. Dort sagt er, den du geschickt hast, Jesus Christus zu erkennen. Den erkennen. Wie sein die Gottheit in diesem Sehen Jesus Christus? Immer war es eine Einheit Gottes nicht so. Die Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist alle in ein. So wie sein es immer war, den Sehen in den Führer in den Sehen. Und dort haben wir auch einen sehr ferner Vers in Johannes 10, wo uns ein klein bisschen in Johannes haben drei blättern. Johannes 10, Vers 30. Ganz karter Vers. Ich und der Vater sind eins. Hier sehen wir dort, dass es eine Person ist, eine Einheit ist. Weil in so einer Gemeinschaft will Gott, der Herr, mit uns haben. Dort wir eins sind mit ihm, eines Sinnes sind. Dort wir mit ihm eins sind, Arm und Führer. Was ist das von Gott? Gott, der sagt, ich sehe. Wir finden viel Forschung, wir wollen uns die Artliche verführen, von was Gott sagt, was er ist. Aber erst wollen wir an denken an einen Vers. Und wenn wir an den Vers lesen, dann bleibt uns Gedanken tun, was wir tun. Wenn ich heute euch wirklich erklären, er sagt zu Mose, es hat Mose beraten dort für das Volk Israel, dann sagt er, ich sehe. Das ist alles, was er sagen hat, was wir mal handrehen. In 2. Mose 3,14. Sagt er, Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Weil das, was er sagt. Sagt er, ich will sein, der ich will sein. Und sprach, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Moses, er soll nicht hingehen, und soll aber sagen, ich will sein, wer ich sie. Dann, wer ist er nicht so? Und dann, du in den nächsten Vers, du sagst er dann bloß, sagt er, ich bin ein Führer. Sagt er, Gott sprach weiter zu Mose, also sollst du den Kindern Israel sagen, er soll hingehen und soll der Kinder Israel sein. Der Herr, euer Vater Gott, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Dabei soll man mein Gedenken führen. Er sagt, das ist mir nun. Aber dann sagt er noch nicht, was er alles wird sein. Und wir haben ganz bekannte Vers. Ich weiß nicht, wofür wir da denken tun. Kriegst du das Karte Vers, wo ich und mein Vater sind eins, dann haben wir noch mehr. Wo Jesus einmal sagt, ich sehe. Gott sagt, ich sehe. So, nu werden wir ein bisschen abgehen. So, Jesus hat mir auch diesen Satz, was Gott dort anfangen hat,
dem macht Jesus vor dich. Und dort fingen wir in Johannes 6, 48, wollen nicht haben beliedern. Du hast ganz klar, da sagt er, ich bin das Brot des Lebens. So ein ganz klarer Vers. Dort sagt der Herr, ich bin, wie ich bin. Wer sind ich? Ich bin der, wo das Brot, das Leben. Aber dann haben wir auch für zum Vers, wo zu sagen, der sagt, bloß mit dem Brot allein bleiben Menschen nicht leben. Du wir haben in Matthäus 4, Vers 4. Und er antwortete und sprach, es steht geschrieben, das wo Jesus versagt wird, von den Sutun geführt wird auf den Bäuchen ab, wo er versagt wird. Und dann sagt Jesus zu den Sutun, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Was soll uns das sein? Lest die Bibel. Die lest nicht bloß allein von Brot, aber Brot des Lebens, dann braucht das, wie wir uns hier von jeder Wort, was hier in der Bibel steht, geschrieben, das bringt das ewige Leben. Das sagt, du brauchst von jedem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht, dort von wo ewige Leben kommt. Nach dem ganz bekannten Vers, Johannes 8, Vers 12, sagt, ich bin das Licht der Welt. Und Licht, dann haben die Blumen keine schmacken Kleider. Das Gras, alle Natur, was wir bieten, sind die Bäume und all das. Dann ist das alles gräbenschwarz, nicht so? Und Licht, dann wohnt man an einem Tree und fängt keinen Weg. Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil ihr umgeht, hat der Mensch keinen Frieden. Der kommt nirgendwo hin. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und ohne das Licht fangen wir noch nicht an, dann verstopfen wir uns. Ich bin der gute Hirte. Und hör, was er tut. Das kickt in seine Schub. Der versorgt die. Der bringt den Namen, wo das maglich ist, wo das warm ist. Der führt die durch an, wo sie ganz gelungen sind. Das ist in Johannes 10, Vers 12. In Johannes 15, Vers 1. Ich bin der Weinstock. Wo kann der Wein drüber, was du hindert, wo kann der zu den Saft kommen, was der hat? Da braucht dann noch das, was der in der Rechte sich verwackelt hat. Durch den Sturm bringt es Frucht. Lieber Taucher, durch den Sturm, Jesu Christi, wenn du noch nicht geprobt bist, hast du Frucht. Jeremia 17, Vers 8. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Wohner, der wird durch den Saft haben von den Trauben. Der ist wie am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern es bringt ohne Aufhören Früchte. So, du brauchst auch nicht dürren, du hast, wenn du es einen reichen Weinstock. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wohnt als der Weg. Von dem, was wir in Matthäus 7, Vers 14 fängt, der schmale Weg. Das ist Jesus Christus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ein Vers, ich tue mit zu lesen, Apostelgeschichte 24, Vers 23. Apostelgeschichte 24, Vers 23. Er befahl aber, den Unterhauptmann Paulus zu behalten und lassen ruhen haben, und dass er niemand von seinen Werte, ihm zu dienen oder zu ihm zu kommen. So nur anzukommen, wohin du, wo die Wahrheit wird. Nur wo das ewige Leben wird. Wo das weich ist, du ankommen. Ich bin ein König, wie sagen uns so eine Leute, wo heute König wird.
Wir fangen Johannes 18, wo am gefragt wird, bist du wirklich der König? Sagt Jesus, die sagst du. Alexander. Ich bin sanftmutig und von Herzen demütig. Hier einmal war, wo Gott sich das erklären, wer er ist. Dort sind sie, ich bin da, wo ich bin. Hier fing wir einmal war, sagte ich bin. Ich bin gekommen zu rufen die Sünder zur Buße. Matthäus 9, Vers 13. Ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Gott ist einmal war gekommen. In Lukas 12. Da sprachen sie alle, bist du denn Gottes Sohn? Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt's, denn ich bin's. Lukas 22, Vers 70. Als Jesus dem Volk een groot Gefallen gedaan hat 5000 Menschen hat er gespeist, erkannten sie als een Propheten, als een Messias. Sie nahmen das an. Da fingen wir in Johannes 8, Vers 14. Aber als Jesus sich gefangen Leute und verspotten Leute, sich Leute vornehmen, dann können wir so wie bei am Kreuzchen. Nur dem, als Jesus 3 Jahre bei ihr gelebt hat, und sich ans Gott offenbart hat, erkannten seine Jünger am danach nicht und begreifen dort noch nicht. Kann ich hören, was ich tue? Wir sein am von dir nicht, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist, was wir vorführen können. Da und so, wo Jesus 3 Jahre bei ihr war, mit seinen Jüngern taub, können wir nicht führen. Danach noch nicht. Dann ist durch seine 2 Jünger am Weg wie eine Emmaus. Dann muss er sich irgendwie nach wahrer der Schrift ganz klar durchbleiben. Jesus wie in das Alte Testament gegenwärtig, aber ein bisschen unabhängig kommt. Gott hat im Alten Testament regiert. Gott wie das Fundament. Wie sein das so? Einmal war, wenn Jesus auch, wenn es am Wort in dieser bei der Schöpfung fing wir noch nicht, dass Jesus sie nun erwähnt wird. Aber in Kolosser 1, Vers 10, in Hebräer 1, Vers 10 sein, uns ganz klar, dass Jesus all du gewasst hast. Aber wir wollen immer, als Gott du als Fehr kommt sein. Der Psalm 33, Vers 6 sagt, dass der Himmel direkt das Wort gemerkt wird. Und in Johannes 1, Vers 14 fingen wir dort auch, dass das Wort ist Fleisch wird. Wie fängt das einmal, dass Jesus sich als in der Gestalt von einer Person oder einem Engel durchstellen wird? Wir wollen uns die Schriftstellen nicht lesen. In 1. Mose fingen wir davon, Daniel fingen wir davon, von verschiedensten Wegen, wo Jesus sich erkannt hat. Im Neuen Testament scheint es so, dass von Gott teilweise ein bisschen Hintergrund wird, in sich vertreten in Jesus, für Jesus. Aber dann, wenn wir im Neuen Testament gucken, dann fingen wir das wieder anders. In Alten Bund, ja, dus ik wil zeggen, du wie Gott der Fokus, du wie Gott der, wat im Verkont ging. Im Neuen Testament, der Feuer-Evangelium, du erkennen wir dort, dass Jesus der Verkont wird. Und dann in der Apostelgeschichte, du fingen wir von dem Heiligen Geist. Wenn wir uns durch Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen, dann, du sagst wir dort, dass der Heilige Geist der verhangt wird. Das sagt so, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Erde. So Gott ist Geist. So ist Jesus bei uns, wie Gott anstundet, so versteht der Heilige Geist auch uns an. Da fingen wir in Römer 8, Vers 27. Wo der Heilige Geist für uns anstundet. Der aber die Herzen erforscht, das ist der Heilige Geist. Wo der erforschen wird, wo steht uns Wort. Der die Herzen erforscht, der weiß, was das Geistes Sinn sei. Denn er vertritt die Heiligen, nachdem das Gott gefällt. Das ist, was der Heilige Geist schaffen wird. Die dritte Person in der Gottheit kann alle Wegen zu Glück sein. Als Jesus hier bei ihr wird, er kann bis auf eine stehen.
Aber von nu, der Heilige Geist, der kann auf alle Stellen zugleich sein. Und wenigstens, das ist ein unsichtbarer Geist. Gott checkt uns den Geist aus dem Pfand. Was ist ein Pfand? Ein Pfand ist ein Beweis, dass wir eine Sache besetzen tun. Ein Pfand ist, dass wir somit besetzen tun. Durch das checkt Gott den Geist. Wir besetzen den Geist. Jeder eine hat die Gelegenheit, diesen Geist zu erkennen, den in seine Mitte zu haben. Gott ist als ein Gott des Trostes. Und der Heilige Geist ist auch wird auch als ein Tröster genannt. Johannes 4, Vers 26. Zum Schluss hier in Vers, Römer 15, Vers 5. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einerlei gesinnt seid untereinander, nach Jesu Christus. Amen. Ich freue mich, pausen das Abstunde zum Gebet. Gerecht da, Gott vor den Himmel, ich danke dir, Herr, besonders, dass wir waren von der auch könnt hier in den Worten entdecken, dass erkennen, Herr, dass du eine Gottheit ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Herr, wir erkennen, dass einmal war, dass du aus dem Gott bist, was uns kennt, dass du den Geist zu schenken, dass wir uns lesen, dass erforschen, dass wir uns Wort steht. Herr, ich befehle dir an, musst du besonders geben, dass wir möchten diesen Tröster, diesen Friedstifter in uns haben, den Geist, wo du so wellig ist und anklappen dat. In viele Deren haben ihm noch nicht aufgemerkt. Und Herr mochte dir aufgemerkt worden, dass du musst anstoßen in Fried schenken. Herr, ich freue besonders wieder an deinen Beistand für das Wiederwort hier. Musst du mit uns sein und mocht dein Geist in der Wirkung sein, Herr. Und dort noch viel mochten, und die kommen. Das ist die Vorbereitungszeit, die Adventszeit, dass wir die mochten nicht bloß von dir haben, besonders, dass wir mochten uns vorbereitet haben für den Tag, wo du kommen wirst. Ich freue wieder an deine Leitung. In dem Herrn Jesus. Amen. Wir singen Nummer 491. Seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich hat. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. 491. Und des Lebens lautere Quelle, die vom Himmel sich ergießt. Lebenskräftig gibst du jedem, der dir Geist und Herz erschließt. Der sich wie Blumen, die
474. Einziglich mein Herzensheiland hab ich mehr als ernesehen, der du treu schon mir auf Erden mich lässt mir Wege gehen. Einzig dich, mein Weg, liebster Heiland, einzig dich. Einzig dich entweih ich selig aus der wahren Freude Grund. Hab ich dich, so steh ich sicher in den Friedensbund. Einzig dich, mein Weg, liebster Heiland, einzig dich. Einzig dich und keinen anderen sucht und wird mein Herz fortan. Dich zu haben, zu genießen, geb ich alles gern daran. Einzig dich, mein Weg, liebster Heiland, einzig dich. Einzig dich, der mich gerettet, weg von Angesicht ich schau. Auferschwing ich mich im Glauben, dich zu sehen auf Salens Zaun. Einzig dich, mein Weg, liebster Heiland, einzig dich. Guten Morgen. Welkom iedereen wat hier te jij als vandaag. Hier thuis hier en niet, krijgen dan. We hebben ons hier im Huis Gottes versammelt, om erbij te worden, getröst te worden, gestärkt te worden im Glauben. Om van Jezus te horen, mijn lijf gewaan om, en niet op te geven in zijn Unfall. Nee, sei erscheint. Ja, hier in der Bulletin haben wir dort hier waren zwei Leute gesungen worden von der Gruppe. Sie waren nur das im Bulletin ewig uns sagen, wo der Gelegenheit geben. Und dann Sonntagsschule, Eröffnung der nächste Sonntag waren die 9 Kilometer 12. Und dann Bekanntmerkungen von der Tag 2 ist alle Jugendbeatmung dick, Kamp 8 eingeladen. Zweitens, Dienstag, was nicht Jugendvolleyball sein. Drittens, als dat we eten werden deed, dinsdag en donderdag bij de school. Te Maatwerk hier viertens, klok 7 als Bibelstunde. De Aufschnitt als 1. Korinther 4, 14 wieder. En ik kon zeggen, leicht, ik glaube, wat 3 Pfoten vom Vers 1. Dan wird für die Daten durch, ich glaube, wir würden noch ein bisschen mehr von vertalen. Und dann viertens hier Freitag, klok 7 als alle Jugend, die Jugendstunde angeladen. Ja, hier zu Maatwerk. Bibelstunde sind jeder angeladen, ja, wir haben die Wahl. Und dann fastens die Jugendstunde, 4:07, Jugendstunde angeladen. Saßens, 4:06 als die Deinersetzung hier. Und dann 7. haben wir hier ein Briefpaar fertig staan. Die Briefung als Bruder Bernhard Niefeld, der Sohn von die Schwester Birgit Niefels von Kilometer 30 in der Brief. Tina Friesen, doch, das von Gert Fries Kilometer so stehen. Ja, haben wir von der Fehr, nein. Das waren du, wenn Fehr gestartet, wenn irgendwann eine Jahr die Anwarnung gehen, er fernnehmen hat, dass ich noch und die malen, eins war wir
ja, angelegt sind, unsere Gebete. Dann haben wir hier Gebetspunkte, abkommendet, Schaul, Weihnachtsprogramm. Ja, Dezember Monat, der wird mehr Programm war da sein, nicht? Was wird voll sein. Zweitens, Versammlung für den Redner. Vom 27. Januar bis 31. Da war wir auch an Anzahl auch denken, nicht? Und dann für die Obrigkeit, das ist wichtig, dass wir beten da. Eine große Verantwortung, dass wir abgehen. Und dann, weiß nicht, wie das alle getan und sein kann, die Verantwortung, die wir haben, und wie da in so einem freien Land leben, dass das, ja, man sagt zu mir, da steht es wie ein sehr gefährliches Land. Oder ich so nach hier weit beim Wort, das ist doch eine demokratische Regierung, und dann legt Wahl passt. Ja, das ist ein sehr gefährliches Land. Naja, das haben sie nicht gesehen. Man muss dann denken bis hier und denken, was nicht noch, sagt er, für die Christen. Und das ist so. Na ja, sagt er, die Christen, wenn in so einem freien Land leben und die schlugen an. Sagt er, die haben keine Gelegenheit, die wird gleich zur Verantwortung getragen. Die brauchen sich gleich Verantwortung, wenn er glauben sagt, und sagen, für die Land, dann wird meistens gleichzeitig gesagt, ne? Fried, Land, demokratische Regierung, jeder einer von seinem Glauben leben, so er will, Fried, Land, ja, Fried, Land, in Wort darüber. Wo ist die Christenheit von denen, ne? Wo ist es mit ihnen? Wo ist es, wie ist es? Grupp, Lied, wie immer, kommt ab, singt ein paar Leute, ja, bitte. Song.
heavenly hue, and framed the world with his great might. There is a God, he is alive, in him we live and we survive. And we survive from dust our God, created man. He is our God, the great I am. There was a long, long time ago a God whose voice the prophets heard. He is the God that we should know, who speaks from his inspired word. There is a God, he is alive, in him we live and we survive. And we survive from dust our God, created man. He is our God, secure his life from mortal mind. God holds the germ within his hand. Though men may search, they cannot find, for God alone does understand. There is a God, he is alive, in him we live and we survive. And we survive from dust our God, created man. He is our God, the great I am. Our God who sat upon a tree, a life was willing there to give, that he from sin might set men free, and evermore with him could live. There is a God, he is alive, in him we live and we survive. And we survive from dust our God, created man. He is our God, the great I am. Dankeschön. Hier zu sein für die Jungs wieder wat wertvoller, wat wichtig, nee? Zum Großvater lesen, 2. Petrus 1,2 sagt Gott, mag ihnen viel Gnade und Friede, durch die Erkenntnis von Gott, selbst und Jesus Christus, unseren Herrn geben. Und jedoch auch in einem Fried lohnt leben, wo keiner uns gebeiden hat, keiner der uns trag haben. Wenn man denken dort, wir haben in alle eine Gelegenheit, da wird bei uns Christen da haben, und auch sind, dort wir dort bewiesen, da und ich glaube, nicht dort ein Tag du Hand hat, wo wir nicht eine Gelegenheit haben, Gott uns nicht wegführen hat, dort wir bewiesen kann, wo das mit uns stehen hat, als Christ in der Welt. Der allmächtige Gott, der ist aber bekümmert was an der Menschheit. Wir lesen dort in der Bibel immer weiter, wir fängen dort durch den Weg, dass er nicht abgeben hat.
Voor lange tijd, 3 jaar, du fängt wieder dat hij, dat an dat Schmerzen deed, an dat Weid deed, das der Menschenleben deed. Am ging dat, zei deed. Dat we gar nicht die Plan, dat we gar nicht zien zijn, wat hij zich Fehr umhouden met de mensheid, den war ich aus dat. Ja. Als der Mensch sich verhouden beneemt. Und dann möchte er nie einen Anfang. Wir wollten in der Sintflut, dass wir uns so erwartet, gerecht wird über den Sinn sein durch. Dann möchte er in dieser Gelegenheit die Menschheit von frischen Anfang. Er geht nach Widerstand. Heute hat sich ein Volk erwählt, alle Völker, was die wählen, und die wählen alle gleich von Gott weit auf. Wenn nu dat hij sich ein Volk erwählen, ein Mann, das wie Abraham, und der dem will er irgendwo ein Weg oder ein Weg, dass er will haben, die Menschheit soll bekannt werden, man allmächtiger Gott. Und das wird passieren dann. Das Volk Israel, dort wir sie folgen, heißt eigentlich nicht, wer je mehr sondern besser sind, sondern Gott hat ihn früher Wahlen so tun, als er will. Und er wählt sich Israel. Sie sollen das sein, was wurde ich der andere Falter, was du aufgehört hast, zum Glauben und den Wort von Gott kommen dürfen. Wieder von der, was hier wie fand, wie die erste Adventssonntag, zu Weihnachten. Wieder und ja ist sein Geburtstag Fehr, Weihnachten. Wir leben in einer Zeit, wo Gott wahre ein Versprechen erfüllt hat, was zum Wohl für die Menschheit wird. Der Erlöser, wo er euer von geredet hat. Am Anfang an. Dort hier sind die Zeit, und das sagt, dass die Zeit erfüllt wird. Jo Gott rächt sich gar nicht nur die Zeit, was wir sagen, oder wir merken, was wir haben. Er rächt sich nur seine Zeit. Und er ist noch niemals nicht zur Lot gekommen. Das ist einmal ein Zeit was. Und das andere Ding, was wir machen, wenn wir die Bibel betrachten, dann das dort, dass wenn Gott in den Tag, der sagt, der erst vor dir. Das ist vor dir. Und er erregt durch dich, was er will. Wir leben nun nicht in der Zeit, wo wir lernen, dass Jesus soll kommen, nicht wieder zum zweiten Mal. Und das ist ein wichtiges Ereignis, was passiert wird. Wo wir nur lernen dann, ja. Aber Jesus in der Geburt, das ist längst vorbei. Gott war ein Mensch, er lebt hier in der Menschheit. Gott offenbart sich der Menschheit, der Jesus und er weiß, er den Weg im Himmel. Von der sind irgendwie so begnadigt, so Gott seine Barmherzigkeit, das ist so groß, so seine Güte, seine Treue, Lamm und Geduld, das ist so groß und so weit verspreit der Menschheit. Ja? Dort haben die von der die Bibel haben, das heilige, reine Wort Gottes. Und dass wir uns die dürfen verleihen aus einer Lohngott in dieser Welt, wo wir leben, dass wir den Weg finden dürfen, im Himmel, im Haus. Denk an, dass der Himmel, dort ist auch ein Platz für die. Und Gott ist von dir und Jesus wies uns, dass er uns wirklich gut ist. Er kommt uns entgegen. Er lädt uns, er will nicht, dass ein Mensch in seinem Sünden, Elend, in seinem Schicksal, in der Lehre, wo er selbst Bern ist,
der Sinn von Gott getragen, dass er saß in eine Bewegung hat, wo dann bloß einmal wieder auf von Gott bringen im Verdorfenen, dass es schließlich so wie kommt, dass wenn der Mensch sich darauf achten hat, dass er einfach bloß hoffnungslos verloren ist. Dort will Gott nicht. Du wählen, lieber Träger, wer immer du bist, wenn du trägst in dein Leben, was von dir auch, die Dinge, was passiert sind, dort hat Ziel und Zweig. Die Dinge, die sind nicht von ungefähr durch. Gott hat ein Vernehmen mit den Dingen, was er tut. Und er hat kriegt uns persönlich, ob uns hat er acht, er wird arm um uns, er jaft was dran um uns, und er will so gieren, dass wir sollen positiv reagieren auf seine Leib, auf seine Güte, seine Treue, lang und Geduld und große Barmherzigkeit, was er uns hat. Ja? Ein Taubi, entweder wir tun am Aufwiesen, wir sind kalt, wir sind lächerlich, wir sind endaunig und denken, was Gott alles getan hat, und er uns Leben irre. Dort hat uns nur anbringen, dass wir uns loten Tragformen und Madeln und merken, so sei uns will. Er sagt im Alten Bund, seht ihr, ein Prophet, er sagt, ich will, und das habe ich mal hier, die sind uns bekannt, aber haben nicht zu tun, mit was bekannt uns die sind, doch haben wir zu tun, was hat dort an uns getan. Und er sagt, ich will so eine Lieder, die merken, was in meine Gebote wandeln, was mir gehorchen, was für mich leben. Du willst ein paar Lied, der hat mir die Kinder. Das ist viele Hand. Ein Tag, dann sind diese Lied unzufrieden. Die Kinder gehen über das soll sich nicht immer bekehren. Die schimpfen über die Kinder, sind unzufrieden. Und dann, die Kinder horchen nur, dann war ich kleine Kinder, große Jungs im Jahr. Aber einmal sagte einem Jahr, sagte Mama, mir hat das einmal so geloten, dass du lesen Angst vor diesem Gott, was du sein lässt, zu wem wir uns bekehren sollen. Dann sagt die Junge, sagt Papa, mir hat es einmal so geloten. Und ich habe gesagt, sagt er, wenn du ein kleiner Trouble wirst, dann wirst du gleich dort, wo du so gehen, was haben, was wir sagen. Der allmächtige Gott, der jaft nicht ab. Der tut nicht, wenn wir uns verscheucht haben, uns zu sich sein, dass der weiß ich. Der Tag wird kommen, wo das den weiß sein, dann ist die Zeit vorbei. Nach der Gott, als er gnädig, nach der er anladen. Und er jaft uns alle, wenn er nicht den Anfang gemerkt hat, er jaft uns jeder Mensch, der gelegen hat, den Anfang merken. Dort hat er anwenden kann auch, dass sein Leben, er kann hier in dieser Welt den Weg leben, dass sein Leben einen Sinn hat, dass er Schein geht. Weit, dass er geläuft ist von diesem allmächtigen Gott. Was er durch Jesus Christus fordern kann. Gott übersetzt ihn nicht. Er hat jeder einen anladen. Wie hinten ihr schon. Gott hat anladen, ne?
Hast du zijn Raub, seine Anladung auch vernommen? Was willst du machen? Was willst du machen? Was direkt du machen? Was ist onze antwoord geweest? Op God zijn roten. Op God zijn wiederholende aanloering. Kom naar mij. Neem dat om wat ik die aanbieden doe. Wat is de antwoord geweest? Jesaja 44, will ich ein paar Vers lesen. Du sagst, das ist das. Aber die ganzen Märker, die man alle zu schonen gehen. Alle. Mit Scham bestehen. In unseren oder alle Scham rot worden. Die ganzen Märker. Israel, aber was löst durch den Herrn, durch eine ewige Lösung, und das Wort nicht zu schonen, noch zu sparen. Niemals. Dort passt so sehr fan, wie dort, was die Dichter, so wertvoll Gedichte, dass man es sein hat. China. Und wir wollen denken, Gott nimmt dort persönlich. Er sagt, China, was zu schonen, was auch Gott sie vertrauen sagen. China. Dann sagt er, soll ich sein, der Erste, was zu schonen war? No, Gott sie wird sagen, Israel, über was löst durch den Herrn, durch eine ewige Erlösung, und die wird nicht zu schonen worden und nicht zu sparen. Israel. Dann sagt der Dichter, du wieder sagt er, no, sagt er, das ist allmählich, dass jemand was zu schonen worden, was sich Gott verloren hat. China was zu schonen. In das Jahr, was du meist durch hast, von der habt du letzten Monat angefangen, als schwinn ist die Zeit vorbei. Du hast wie alle Gott seine Barmherzigkeit, seine Geduld mit uns, der hat wie angeworden. Und wo wieder der Kahn, das kann sehr verschieden sein, aber du hast China nicht von Gott verloren gewesen. China. Sein Mensch. Nicht mal der, was nichts von ihm war. Weißt du, wo wir hin? Wenn der lebt, jeder Mensch lebt von Gott seiner Born. Von Gott seine Güte. Und das konnte ich sein. Ein Mensch, was nichts von Gott will, Gott ist danach bekannt an den. In der Asien des Welt, und der lebt von dort, wo Gott ewig hat. Gott ja von da. Wenn wir denken, die Gelegenheiten, die in uns Leben sich geboten haben, in das Jahr, sind viel gewesen. Viel hat er uns gewesen. Er hat uns gleich leichte Wege geführt. Ich weiß nicht, was die wollen sein. Und jeder einer war uns hier mit Briefen. Aber wie sein von der, wenn wir trägt, dort der Weg, wo er uns geführt hat, dort wir neidig, dort fehlt. Und wie sein von der, dass Gott will das Beste mit uns und sie fair nehmen für uns. Er will das Beste. Ich konnte dort merken, was er will. Er hat uns beschützt, gelehrt, einmal war er und abhielt. Er hat uns einmal war er eingeladen, nach ihm zu kommen und von ihm zu lernen. Von Jesus zu lernen. Denk, was uns bloß sehr neidig fehlt, das Demut. Von Jesus lernen, demütig sein.
Von Jesus lernen aufrichtig sein. Von Jesus Selbstverleugnung lernen. Was meint Selbstverleugnung? Wie nur sein in Jesus alles von uns. Uns handje. Uns handje. Uns waren Christen und sie waren annehmen den Gottheit. Und om den der ich uns und mit uns da bloß nicht viel. Selbstverleugnung. Gehorsam. Als Gehorsam von der und da mal einmal, wie viele Menschen entfremdet wird, dass sie gar nicht wissen, was Gehorsam meint. Gehorsam lehren von Jesus. Dort wie Gott gegenüber, Jesus gegenüber auch Gehorsam sagt. Das sagt Jesus, wie Gehorsam was umgeht. Gehorsam. Er geht sein Bruder sein Weg. Guna die auch den Weg. Go wie den Weg. Live haben. Te leben. So ist Jesus da. Wo ist er? Er gibt sein Leben für uns. Er hält nichts drin. Ja, wie unsere Nächsten wirklich gut sein. Was der Leben? Ich könnte das hier haben. Du redest viel von, was Leben nicht hat. Nein? Te Gott haben. Nur wem recht wie uns, wenn jemand uns Weidung hat, was tun wir mit so einem Ding? Haben wir mal Arbeit getan? Haben wir mal bewiesen, dass wir rechten uns nicht mit Jesus, so es heute Gott hält, dass wir uns das tun. Heute ist der, was die Frau sagt. Wie viel Mal soll ich mein Bruder zu Gott holen, was ich um mich versündigt? Erst das Gott von ich. Wie viel Mal sagt er? 7 Mal? No, sagt er. No. So, wohnt es uns Mutstark in so eine Lehre da. Der Gott. Der Gott. Ich glaube, die meisten von uns, was wir sind, wir haben eine Gelegenheit gehabt, dieses Jahr, dass sind die passiert, kriegt du weh, dass Gott wohl uns Glauben prüfen, uns nur sein kriegt. Bruder, Schwester, Freund, wo steht es mit deiner Verzeihung? Kannst du Menschen zu Gott haben? So ist echt so. Wo Jesus sagt, Bruder, verjaf entweder in sie weiten, was sie tun. Zu Gott haben. Von Jesus lieben zu Gott haben. Ja, Gelegenheiten, was er uns gegeben hat, zu beweisen, als wir seine Nachfolger sind, als wir Christen sind, und als wir Scheinchristen sind. Gott selbst ist das größte Vorbild in Leben für uns Menschen ohne gefallene Menschheit. Als wir noch nichts von ihm wollen, der Mensch in seinem verlorenen Zustand, durchkäme Gott und weiß, was Leid wird. Er gibt ihn einzig sehen, zur Radung für jeder Mensch. Dort soll dort bewirken, dass der Mensch sein kaltes Hort, das soll warm werden, das soll weich werden, das soll empfindlich werden. Für diese Leib, was Gott arm gewesen hat, was Leib ist. Wie wollen wir durch nur ans Handopfern für Gott, ans Leben für Gott durchrichten, in Jo sein zu haben, aber du nur aus unser Leben zu haben ist. Du nur ist. Wo groß ist unser Leben? Und Gott geht über und gedacht, was er für uns getan hat.
Wann wir nu diese Weihnachten entgegen, und wir weit nicht, wer alle was erregen, nach St. Mir der auch nicht. Aber man hat es dort für Jahren wert. Waar we deze deel Tauberrettung mehr an den Weg, dass das ein Segen kann sein für uns, die Geburtstag feiert zu vieren. Dort wir uns nachschauen, dann wird dort für eine Bedienung haben, für uns leben, und wird von unterscheidet mehr an der Vertiet in Ewigkeit. Das Geschenk, diese Leib wird Gott kracht verdient mir geben deit, uns wiesen deit, du handeln deit, wo wir mit dort angehen. Weil wir nicht so denken, dort wir sind von Gott gemerkt, bloß um auf dieser Welt zu leben, nee, weil wir uns nachschauen und das kriegen, und das Geschenk, was Gott dem Mensch geben hat, und wenn wir uns nachschauen, dann kann nicht anders als uns Wort deutlich, dass Gott sein Plan mit dem Mensch hat, das wird sehr groß wird sehr wertvoll. Wo wir viel Mal nicht unterhalten. Gott sein Plan mit dem Mensch hat. Wortwahrheit. Wer ist der Mensch? Dass Gott und denken hat, in den Weg umgeht mit dem Mensch. Du musst was sehr wertvoll, was sehr direkt sein, in den Mensch, dass Gott selbst sich handelt, sein Geschöpf zu raten. Was ist es? Wir sind bestimmt, in aller Ewigkeit zu leben, wie wir wollen. Wenn der Mensch sterben wird, der Körper ist hier, der soll das war, durch Furz. Der Mensch ist im vollen Bewusstsein, hier ist vielmal annichten, in dem, was er fährt. Ja? Aber wenn der Mensch wahrlich aufgeschieden ist in der Ewigkeit, der ist im vollen Bewusstsein, was angeht. Furz und Sturm. Der soll der leben. Hast du einmal von jemandem gehört, dass sie die in Christen handeln? Von der dann mit direkte Frauen, mit persönlichen das Fan. Ich glaube, das Fan, ich kann so schwer Zeit beim Reisen an diesem Weg. Ich do mir mit annehmen, so wie das irgendwie, und ich freue mich, dass Gott uns reden. Liebe Tarja, dass jeder uns sollen lernen. Die Frau ist, ich will einmal fragen, haft dir jemand das Zeugnis gegeben, dass du ein Christ bist? Waar we even nu niet. Wir namen uns Christen. Und ich glaube, wir sind auch viele. Ich glaube, ja. Aber wenn wir einmal die Bibel nehmen, das Wort Gottes, dann werden wir von dort lernen, was ist dann nu das verreicht, als ein Christ in dieser Welt zu leben, und was sind unsere Abgaben, was erwartet Gott von uns, als Christen. Das sind all über 2000 Jahre ungefähr, was Jesus in nun Fall ja Christen genannt worden. Wenn wir in der Apostelgeschichte 11 blättern, so haben wir einen Fall. Da sagt es der Apostelgeschichte 11, 26, der letzte Part sagt, daher, weil wir mit euch. Wo das dann lesen? Vom 23. Fall sagt dieser, der hingekommen war und sah die Gnade Gottes, des Monats für die Handschein, du nur der steht, jo, wer wird, was du Handschein. Was er sagt, was du passiert, sagt dann, war wie eine Frau, dann ermahnt er alle, dass sie soll man fastet Wort und in Haaren blieben. Wer wie ein frommer Mann vom Fall vom Heiligen Geist im Glauben.
En dan zegt du, wordt een zeer grote feit dem Herrn te doen. In der Umgebung, wo sie wird. Wo die Menschen Gott handeln, du werden viel gläubig, wenn sie hier in das Wort, das wird in verkündigt. Jesus, die Botschaft vom Christus. Dann sagt es hier, dass wir kriegen das Barnabas, sagt es Barnabas, aber so aus und Tarsus soll es wieder zu suchen. Und da ihn fand, fehlt ihn in Antiochien. So die Samanas, die wählen im Auftrag Gottes durch und sie lehren dort heute von Jesus. Dann sagt es, und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und leiten viel Volk. Sie lehren das Volk. Nu habe ich Wort von dem Wölkchen gehört. Sagt, daher die Jünger am ersten zu Antiochien Christen genannt wird. Menschen, wird das Raub vernommen, wird es angenommen und die bekehren sich zu Gott. Gott wirkt an der wahre Geburt. Und das sagt hier, und wird es hier sein, dass das wird sehr wichtig. Das sagt hier, dass andere Menschen, wenn sie sagen, diese Menschen ihr Lebenswunsch, dass sie leben dahin, und dort wir bloß so krank, so als Jesus gelebt hat. Ja? Dort sterben so mit Jesus in Leben, mit Jesus in Wohnen, sagt er, du weh, worden diese Menschen Christen genannt. Christen. Und Christ als Christus sie nur fallen. Und das schafft doch kein. Und das ist doch kein Christ nicht. Das ist kein. Maar all dat wat de mens behaupten, dat is niet. Een Christ is iemand wat Jezus Christus nu volgen heeft. De weer een momentje. De Jüdische vrouw. Die komt hem geloven. Denk dat ze dat woord hier, dat evangelie van Jezus, de vrouw Botschaft, dat woord van Christus, dat Jezus gestorben werden hat, alle Sinnen schon betont, sie können zum Glauben, dass er sind wie ein Optimat. Sie nahmen das an. Und dann fängt sie an, sie wird so lebendig, so froh, so scharftig, dann fängt sie an, im Testament, in der Bibel, wo wir einmal dran hatten, dann fängt sie an zu lesen. Wo las sie? Der las das Evangelium, der vier Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, da las sie. Sie will weiten mehr von Jesus, wo Jesus gelebt hat. Sie will auch das dort leben. Sie will aufrichtig und treu sein, kindlich und liebevoll sein. Sie will einfach bloß so leben, als Jesus gelebt hat. Und sie los das Evangelium, sie will du bekannt worden mit, wer Jesus, wo er gelebt hat, wo er sich benommen und in dem Wein. Als ich frech habe, vor ich habe mit dem Evangelium gelesen, dann sage sie, nicht wo sie gleich eine Kirchengeschichte gelesen. Eine Kirchengeschichte hat meint, na jo, als Jesus ist vorig wir, Jesus hat die Gemeinde gegründet, eine Apostelgeschichte, kommt ihr durch an, ich weiß nicht, warum Bücher sie was gelesen haben, aber sie wollen nicht mal ein anderes Buch lesen von der Kirchengeschichte, wo wird es dann wiedergegangen? Dann frage ich euch jemand, wo wären, was du nu so ein Buch dort lesen von der Kirchengeschichte? Dann sagst du, na soll wohl sein, als sei das fängt, wo das angefangen hat, dass Christen nicht mehr so leben als Christus. Da will sie sein, sie das fangen. So, sie fangen zu viel in ihrer Umgebung, wo sie leben, die Menschen, die sehen, sie wie in Christus, sie wie in Christen, und das Sterben, sie fangen das Sterben übergehen mit Christus. Nicht wollen sie mal sein, wo das angefangen hat. So ist das. Aber wie das wichtig. Lieber Freund, lieber Teuer, mir und dir auch wichtig. Wo wir hast du so viel von so einem Staat. Das ist doch mal bloß eine Selbsttäuschung. Dort wird ja großartig schlecht und all das, was du den war leben und war nicht so ein Staat. No. So eine Dinge, so eine Gedanken, weil wir den nicht annehmen,
dort uns in so eine, uns Freiheit nehmen, den Weg zu leben. Wo wird so ein Mensch das dort, was erwartet, wo wird der noch mal gehen? Das je sich viel Schuld abladen. Gott gegenüber, Jesus gegenüber. Ein Bild, ein Schienbild geben von dort, was bei Gott heilig und rein ist. Das Christentum. So wollen wir uns aufholen von so einem Ding dort. Ich weiß, ich und du, wir leben in einer Welt, was sehr gefährlich ist, wo wir sehr leicht, wenn wir nicht wirken tun, wenn wir nicht geistlich wirklich Stellung annehmen, dann mit einem passieren Ding, die wurden wir gewarnt. Die sind reich, die sind deswegen reich, wenn wir doch gewarnt wurden. Menschen schlagen sich von der mit viel Dingen rum, die sind nicht gewarnt, haben immer so getan. Aber was sagt die Bibel? Ist das reich? Ich sage Gott, dass du, wenn wir die Bibel sehen, wenn wir sein Wort meint, was sagt Gott zu dem Ding? Was will er? Paulus hat uns sehr besorgt Wort für diese Sache. Und mit den Gedanken schrift er die Briefe und die verschiedenen Gemeinden, er sagt, check mal, dort mal betrachten. Zu der Korinther sagt aber nicht, dort mal die Briefen aus ihrem Glauben stehen. Das ist bloß eine angebildete Sache ist. Iran wird heran und Glauben wird daheim, wird im Herzen, das wird falsch sein. Du wirst nicht sein. Dann waren wir Männer uns früher Kind, im Jahr des Jungs alle. Wir sind alle leben verwirrt begotten. Gott will uns in den Kampf, uns in Kirchen, er will uns halten, dass wir nicht uns vom Fiendluten irgendwo, sind irgendwo anbilden, irgendwo, dass bloß uns abstahlen, irgendwo, dann dort war er traurig. No. Wat je te worden terug, de andere mensen hier licht wird. Dan waren we im Herzen irgendwo, und dort noch schuld sein. Wir haben uns nicht mehr so Dienst besiedeln. Das ist viel zu schade. Wie gehen der Grund, in der, was uns hier herumkommt, der auch. Das ist viel zu schade in Weih. Aber die kenntliche sein. Nur ankommen sein, das ist es erst. Dort wie ein kleiner Junge, das wie eine Welt. Mama und Papa hat er verloren, hat wissen nicht, was er soll, er ist irgendwo ran. Man einmal kam da von einem Waisenheim, dann puttert er an durch und sei kalt und windig. Bald wurden die Deel gemerkt. Dann fragen sie, was warst du hier? Wie viel halb? Ich sage, kann ich hier unten, sagt er. Na, was hast du für ein Abwies? Wer bist du? Na, wie ist er nun sie war? Ich sagte, ich habe das. Zwei Jahre war nicht. 2 Jahre Bäcksen, oder? Das war ja. Das konnte ich nicht abbieten. Dann sagen sie, komm dann. Das wäre ein Bild. Das ist alles so wie Gott abzuwiesen hat. Unsere verlumpte Kleider. Unsere eine Gerechtigkeit, unsere eine Gauting, unsere gute Meinung, das alles. Das war das bei Gott ist. Verlumpte, verrätende Kleider. Das alles. Gott kriegt das vor euch sein, das war ja, das ist heilig. Wie viel habt? Haben nicht. Ich will lustig sein. Mir das schlagende Leben, das ich lebe. Bei den Feinden mit mir angliedert, in eine Sünde, und dann schlaft bloß, und das wird bloß euren. Alle haben im Ärmel, ich habe es nicht Frieden, mit mir Schlag. Wie viel haben? Die einen Jungen wollen haben. Krass ist das jetzt. Er lügt. Maar wel handelt wie kann. Die haben wird. Paulus, er sagt zu den Pfizer, gleich wegen des Besorgnis. Er sagt ihm, sehen Sie, der Vater sagt, so sei ich nun bezeugt in den Haaren, dass die nicht mehr wandeln, sagen, so dass der andere Herren wandeln, in der Ehrlichkeit von ihr sein. In ihr verdorbene sein, sich hier von denen weiterleben wird. Ausschweifung leben. No, nicht so dort, sagt er. Er sagt, er verstand, dass dies da in das Fram, die kann dort leben, was von Gott ist.
durch die Anweitenheiten, die wir die Leben tun, durch dem, dass hoort, dat is blind, die kan nog eens zijn. Wanneer du een christ bent van jou, wer maar du bent, wat kommst du zum Glauben? Wat hat Gott van waar, dat hij die met eenmaal, dat du twee breken duidt, dat du zijn, dat Gott hier zijn. Naam wie zoals ik zei, merk van mij wat nu die hele was. Wat van waar hat Gott? Sei unter Menschen dat nog. Wanneer du dat erfahren hast, wo der Weg, dat een weg is dat Gott Menschen aanneemt wird, maar een gebreid niet hoort. Wat du helpt, wat du oprechtig met help schreeuwt. Du zijn van der und der Umgebung, wo wir leben, in dat Land, wo wir sind, in Friedland, veel Menschen, die schreeuwen help. Wat zijn die van deze Kirche? Wat zijn die van ons als einzelne Lied, Mann en Vrouwen? Wat zijn die? Christen, er geen Christen. Ne ernährung, dat passiert nicht überall. Gott hat uns ernähren ganz in allerlei. Ons dat Christenleven, een Christen dat komt van Bernhard, dat moeten de gedanken die man onder zijn, de zijn man onder zijn, onder het hoort. Dat schafft man dat kwijt. Alleen God kan dat geven, hij geeft dat zo geven. God sei Dank, er zijn veel wat het aangenomen hebben. Maar ik geloof, de genodentijd die geduld wat God met ons mensen hebben, dat is krijgt door, dat wir haben unsere Arbeit noch nicht getan und das sehen sich an. Du sagst nach Menschen. Du sagst nach Menschen. Gleich, was ich manchmal so aus der Bibelstunde sehe, da wird ein Mann, der fuhr durch, sie fertig, seine Tochter vermehrt. Und das Mann wie ein Christ. Und dann hat man einen gefragt, seine Tochter, wenn du an das Leben denkst, das in dieser Welt, du denkst an die Salz, woran glaubst du, hat Gott dir in dieser Welt? Wat willst du sein, wenn sie die fragen? Hast du eine Antwort? Was willst du sein? Dann sage ich das im Jahr, das ist das Sterne mit ihm, sagst du, Papa, ich will, dass Gott soll durch mein Leben in dieser Welt erregen, dass weniger Menschen in der Halle sein. Zie, een jonge Jahr. Fehlt er noch mehr Klarheit, als das, was sie geben soll? Hat sie eine Klarheit über ihr Sein von das Leben, von ihr Leben in dieser Welt? Hat er einen Dürer? So erfahren wir das. Dann werden wir beständig bleiben in Jesus in Notfall, wenn wir bei sind. Und wenn wir nichts sagen, dann werden wir alle Mögliche tun, was wir können, dort wieder hinkommen. Vielleicht sagen wir mal, was, nu sagen wir nicht mehr. Da waren wir drei. Das denke ich doch so schein. Dann ist wir gläubig worden, nicht als wir seilig worden. Ich denke so schein. Wenn wir uns mal nachschauen, was haben wir alles verloren durch dem, dass wir sind lächerlich geworden. Und da und ich. Wann ist das? Wenn wir denken, dass die Diet, was er uns geben wird, dort ist, omdat wir einen Streich finden sollen. Streich finden. Heute wird hier wieder sein. Wann soll ich euch sagen? Soll das nicht sagen? Ja? Frau? Meistens. Heute sage ich hier, so steht in der Feierfeier, klingt wieder, er sagt, hij zegt hier, ik zei je nu een besluit. Een Christ kan wij zo leven als een Weltmens. Dat schafft wij, zegt hij. Ja. En dan zegt hij in 24. Vers, zegt hij, doe weh. Nu waren we ons hier bij een priem, zegt hij, doe weh, lood op hier aan het leven. Red de woorden, jeder met zijn nächsten werden, wie zijn leden en onder. Dan zegt hij, word niet dort, zöllend niet. Word niet dort. Komt dat allemaal bij ons op aan? Wie lopen het voor met de geringste zaak wat passiert?
No, das ist sicher reich. No. Das schafft nicht. Dort wies von uns irgendwo eine geistliche Unreifheit. Dort wies, wir sind uns einer Wahrheit und wir haben euch gehorcht, wir haben euch Lehre und genommen von Jesus. Zornig worden, doll worden. Wenn eine Sache, das gesehen sich nicht das gut, ne? So, er sagt hier wieder, was sagt er? Dort nicht zählen und dort nicht sündigen, sagt Leute, sagen nicht, aber jeden sagen, ungewohnt. Wann passiert, merkt er drei. Er sagt, geef nicht Ruhm dem Lasterer, der wird, eure Hand, den wir leben, dass sie gehen kann, sich euch in Darm haben. Ja? Pass auf. Er sagt, wer gestohlen hat, der soll das nicht mehr. Na, der wird nicht, ne? Gott sieht. Was sieht das? Jewam dort? Was Gott hier? Na, was sind die Dinge? Dann denkt man ans Eigentum, denkt man an Tieren. Ja, so ein Ding. Aber wie soll es hier? Oh Gott. Wie soll es hier in Gott? Warum dann nicht wahrnehmen, was am Gehirn? Wenn wir waren am Gehirn, dann wird alle andere, was Hans umsteht hat, auch sehen sein. Weil wir nicht versehen, irgendwo ein Tisch haben, zu merken geben, dass alle Arme, ja, von alle haben, weil ich sonst drei mit drei. Schafft gut. Das schafft gut den Wein. Was sagt er wieder? Er sagt, sondern, und es steht stehen, sagt, arbeiten, schaffen mit ihnen hin, gaudet, dass die Hand zu geben, dem, was es fehlt. Denken wir an, wo er Gott uns wieder gehabt, wo er Menschen lassen mehr haben als den anderen. Die Leute brauchen, wo was zu die Nächsten sein. Hast was übrig, was gütig, barmherzig, so als Gott den Vater zu dir ist, er will gut mit an. Ja? Er sagt, lot kein fühlet Geschwätz, laufe an euch vertraut. Er lot dort nicht, aus den Müll kommt, sondern was du nützlich ist, was du fehlt, was du eine Beternis denkst, sagt er, wo das fehlen lässt, sagt er, dort der, wo das hier, dort er sich das Schein hier. Den Weg, als Christ, den Weg leben. Ja? Und dann sagt er noch, und dort nicht den Heiligen Geist betrieben. Dort den Heiligen Geist, ihr schiert davon. Dat nu de Heilige Geist, dat is de Zeitspanne wat we leven, dat krijgt door de Heilige Geist en de Werkelijkheid. Gott Vater en Gott de Zoon en Gott de Heilige Geist. Hij zei, dat den niet betrieben, nou wel, dat we als treedtrein doen, we de aanstelling gaan, de deen doen, als zich laten leiden van hem, hij wil aan, wie zullen gewoon dit ding doen, jaren van Gott erregen, jaren van erregen, en wie treiden ze, wie ons plötzlich van de stede krijgen. Betrieben. Wo ist ein Mensch trüg, ja? Früher, wenn ein Mensch trüg ist, die ist in Früher, wo die Schauf hat. Trägt das dort auf den Heiligen Geist. Beim Apostel auf Vers 16. Er sagt, betrieb nicht den Heiligen Geist. Mit dem, was die versiegelt sind, bei den Tag der Erlösung. Ja, all die Bitterkeit, all den Grimm, all den Zorn, die Schrecken, Lasterung, sagt, das soll weich sein von Jüd. Das gehört sich nicht. Lebt das. Kennen das Reis, so ist Jesu Eigentum. Ja? Dat Jesus in Naam nicht verlastet wird mit den Menschen. So wie haben, liebe Schwester, Brüder und Schwestern, Freunde, wie immer, ich und du, wir haben so viel verreichen. So viel, alles, was fehlt, hilft Gott uns. Wir haben es. Wir haben es weiter durchdenken, dass wir können. In uns Leben soll bloß, ja, aanverhaarlijken, aan den Dienst, wat we aan doen zal verhaarlijken, gegeven worden. Mocht hij dat geven. Wout hem staan, schluss en dankje bidden moet je mij. Vater im Himmel, erhöre über Bitten und Verstehen in Jesu Namen. Amen. Also
Stehen Nummer 557. Der Weg des Herrn ist stets der Beste, und sieht ein Mensch nicht anders an. Bist du lange die ganze Wahrheit, nicht lang genug erkennen kann. Denn wie du kriegst, ich will nicht klagen, wenn nein, der Blick fällt und besiegt. Wie du mich küsst, will ich folgen, dein Weg ist gut, ja gut für mich. So selbst ich mein ewigen Willen, so wirklich Gott will gehen. In große Finsternis geraten und nicht in einem Himmel sehen. Wie du fühlst, ich will nicht klagen, wenn gleich der Weg fällt und besiegt. Wie du mich fühlst, will ich folgen, dein Weg ist gut, ja gut für mich. Er führt mich, wenn ich will nicht zweifeln, ist auch sein Weg verborgen mir. Geht's auch durch Trübsal und Versuchung, durch Ungemacht und Leiden mir. Wie du fühlst, ich will nicht klagen, wenn gleich der Weg fällt und besiegt. Wie du mich fühlst, will ich folgen, dein Weg ist gut, ja gut für mich. Der Weg des Herrn ist Gott der Beste, mein Herz, der Geist und Kraft ist stark. Gib auf die Furcht und allen Zweifel und leg dich ganz in seine Hand. Wie du fühlst, ich will nicht klagen, wenn gleich der Weg fällt und besiegt. Wie du mich fühlst, will ich folgen, dein Weg ist gut, ja gut für mich. Reinige ich mir Wille, mein alles übergebe ich dir. Denn deine Hand wird vor mich führen, bis ich als Thron triumphiert. Wie du fühlst, ich will nicht klagen, wenn gleich der Weg fällt und besiegt. Wie du mich führst, will ich folgen, dein Weg ist gut, ja gut für mich. Kommt. Okay, von der aus Weihnachten hier in Hoffensheim, jeder ist angeladen. Kann fast noch mal bringen? Ja, wann fängt das an? Ha. 12:30 fängt das an, jeder ist eingeladen. Noch ein Wort, irgendwer. Gut? Wollen wir nach Haupteinleitun sehen. Der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe,
durch das Blut des ewigen Testaments und seinen Herrn Jesus, der mache euch fertig, in allem guten Werk zu tun, seinen Willen, und schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir scheiden im Frieden des Herrn und auf Wiedersehen.